Hallöchen Freunde, ich bin zurück. Und ich habe es endlich mal geschafft, ein Bastelvideo für meinen Kanal zu, was soll ich sagen, organisieren. Das ist, ja, deutsche Sprache ist so eine Sache. Hier liegen 2 Zettel, weil ich heute einen Kameraden, Kollegen neben mir sitzen habe. Meinen Bruder, den ihr von den Harry Potter Sammlungsvideos, also meinen Kameramann, kennt. Hallo. Genau. Und wir haben heute diese beiden Zettel hier, weil wir Origami machen wollen. Und ich bin deswegen nicht alleine, weil ich da überhaupt nicht talentiert drin bin und keine Geduld habe. Und wie hast du vorher gesagt? Mit dem Papier? Papier ist Geduld. Ja, das Papier, aber ich nicht. Wir wollen nämlich heute einen Kranich machen und mein erster Versuch hat so ausgeschaut. Dann kamen die beiden. Und dann kommt so der von meinem Bruder. Ich meine, schaut euch mal den Vergleich an, alleine da hinten. Ja. Fangen wir einfach mal an. Ja, wir wollen nicht über meine Origami-Künste reden. Gut, fangen wir mal an, Kollege. Ich glaube, da muss man ja am Anfang irgendwie das so machen. Genau. Der Anfang ist egal. Du musst nicht so schreien, das ist gut. Also auf jeden Fall sollte man mal eine Diagonale auf beiden Seiten machen. Was aber mal auch grundsätzlich bei Origami wichtig ist, dass die Falten wirklich schön sauber gemacht werden. Und genau da scheitert es bei mir. Daran scheitert es bei mir so. Ich meine, weil je sauberer die Falten sind, desto schöner wird die Figur am Ende. ich hoffe, ich halte das jetzt gescheit in die Kamera und man sieht es einigermaßen, aber alleine da liegt das jetzt schon nicht genau an. Ich schaffe es aber auch nicht perfekt. Ja, aber perfekter als ich. So, nach dem ersten Diagonalen Das ist halt dann so ein Kreuz. einmal umdrehen. Und dann nicht diagonal, sondern so. Auch wieder beide Seiten. Ja. Okay. Du so richtig schön langsam und andächtig und ich rotz das so richtig hin. Aber das ist dann so ein Stern. Da ist es jetzt auch sowieso wieder witzig oder ein bisschen kompliziert. Man muss sich die richtige Stelle suchen. In dem Fall ist es jetzt da. Ah, das weiß in ich der sogar Mitte. noch. Da muss man ja so reindrücken, dass das Ja. so plopp macht. Und so, wenn es aufspringt, dann hat man die richtige Seite gefunden. Ja, Sag ich einmal. Ja, gut, das, ja, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen, aber mir fällt nichts Gutes ein. Oder? Andersrum? Also, das ist auch in meine Stelle, wo ich überlegen muss. Ja, stimmt so. Das ist doch eben wurscht, oder? In dem Fall muss es dann so sein. So richtig schön. Ups, ich glaube, ich bin so weit unten. So bootmäßig. Oder? Kann man das so sagen? Ja. Vielleicht. Und dann So. so. Und so. Quasi gleichzeitig. Ach so! So. Ich wollte gerade schon sagen, was machst du? Kann man vielleicht umdrehen, damit man es von beiden Seiten sieht. Gut. So ein Kelch. Das ist ja... Oha, der ist sogar richtig schön geworden. Mhm. Im Endeffekt schaut das, wenn es dann zusammengefaltet ist, eventuell. Oder im günstigsten Fall sagen wir es so. Nicht so, so aus. Nicht so wie mein Hase. Okay, ganz kurz, ich muss euch mal kurz meinen Hasen zeigen. Was ist das? Und vor allem eigentlich könnte man meinen, könnte noch ein bisschen was vorne dran. Ja. Aber Mein es ist, Talent liegt woanders. jetzt ist aber nach wie vor mal nur noch der Kranich. Ja. Die anderen Figuren kommen später. Das ja. Das ist ja. So, geht's weiter. Also
also diese Spitze zu dem, So. ja, bis zu dieser Mittellinie. Ich meine, jetzt da direkt im Video wird man es nicht gescheit sehen. Es sei denn, Ja, geh ein bisschen hin. Genau. da wird, vielleicht kann man es erkennen, dass auf allen, also mit allen Vieren, Also halt zuerst einmal so. Das, keine Ahnung, an irgendwas erinnert mich das. einen Drachen. Ja. Also halt so ein Flugdrachending. Also das halt im Endeffekt so ausschaut wie dieses etwas, was ein Kranich hätte werden sollen. So muss das dann ausschauen. Und manchmal ist es vielleicht vorteilhaft, wenn man wirklich minimal einen Zwischenraum lässt, damit man vielleicht später bei manchen anderen Schritten sich leichter tut, weil sie sonst vielleicht das Papier gegenseitig irgendwie im Weg ist. Also ich mache es immer so, dass ich zumindest eine von den zwei Seiten aufmache und dann die obere Spitze, so weit es geht, runterfällt. Ah, okay, ja. Und das ist dann auch nur eigentlich als kleine Hilfe für später. Ja, gut. Jetzt ist es zwar vielleicht nur auf einer Seite so schief, aber wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Hilfe. Dann wird es jetzt ein bisschen komplexer. Jetzt muss man es auch zumindest einmal auf einer Seite aufmachen. Seite? Es ist wurscht, welche Seite. Dann nimmt man sich da unten diese Spitze und klappt die so ein bisschen nach oben. Dann ist das so eine Art, sagen wir, Schale. Ja, das, Die da steht? das schaut jetzt eher aus wie ein Boot, finde ich. Und dann einmal diese Spitze und diese Spitze, also die zwei, reindrücken und dann nach den Falten, die schon vorher entstanden sind, die als Orientierung und nehmen und vielleicht geht es auch, wenn man es gut gemacht hat, dass sich das nach dieser Linie wieder falten lässt. Alles gut, meine Spitze ist nur ein bisschen schief. Es ist alles ganz, ich habe nichts kaputt gemacht. Also auf einer Seite soll das dann so aussehen, die andere genau dasselbe und das Ganze auf der Rückseite nochmal. Diamantform, sag ich jetzt mal, wie beim Kartenspielen. Auf jeden Fall ist auf einer Seite da so offen Das sind so Beine. und auf der anderen eben nicht. Ist dieses komische Dingsbums. Und die offene Seite mit den Beinen, Ja, das sind doch Beine. die muss zu einem selber runter zeigen. Achso. Ja, gut. Dann selbes Spiel wie vorhin, wie wir das kleine Viereck noch hatten. Auch wieder diese Ecke nehmen und zur Mitte hinfalten. Und das auch wieder auf allen 4 Seiten. Da bei den Beinen unten, oder was? Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass die offene Seite unten ist, weil wenn man das dann fertig hat, also allein jetzt schon nach der einen Falte sieht man, da oben ist es breiter und da unten wird es eher spitz. Und da unten, wo es eher spitz wird, das wird dann der Kopf und der Schwanz vom Kranich. Das ist ja immer ganz lustig, also eigentlich ist der Kranich ja, glaube ich, die bekannteste Origami-Figur, weil der ja auch, ja, nichts ziemlich sicher, das ist ziemlich sicher Ja. so. Logik. Zumindest wenn ich Origami höre, verbinde ich damit als erstes den Kranich. Ja, ich auch, aber mittlerweile die Bienen, weil ich so viel Bienen falte. Ich glaube, jetzt haben wir es bald, oder? Ja, jetzt sind wir so gut wie fertig. Weil, wie gesagt, diese zwei, sagen wir mal, spitzeren Seiten werden Kopf und Hals, also eine Seite wird der Kopf, eine wird der Hals
Und das hier oben werden dann die Flügel. Das ergibt keinen Sinn, der Kopf hängt am Hals dran. Du hast gesagt, Also, eine Seite ja, an der gut. Kopf und der Hals. Okay, Kopf und Schwanz. So ist es richtig. Also jetzt ist eines der kompliziertesten Faltungen an der ganzen Figur. Ach, ich will. Ich mache mir eigentlich immer nur so einmal eine Hilfsfalte. Also was jetzt kommt, wird dann auf die zweite Seite genau gleich übertragen. Nur halt andersrum. Nur oder? spiegelverkehrt. Es sei denn, man dreht die Figur einmal um. Dann. Aber je So? nachdem. Genau. Profi. Also vorfalten kann man es ja schon mal. Ob man es dann später wirklich braucht, ist die andere Sache. Also eine Seite nimmt man sich jetzt her, ist wurscht was für eine. Dann macht man das da ein bisschen auf. Und jetzt ist wichtig, dass man gut hinschaut. Also ich hoffe, wir Eine- halten das gescheit in die Kamera. Einmal unten nehmen, Also da unten, oben nach oben umstricken. da unten reindrücken. Genau. Und dann, Warte, ich muss das wenn es mal oben ist, einfach wieder nach derselben Falte, wenn man sie sieht, wieder zusammendrücken. Ihr seht wahrscheinlich gerade mein Papier nicht, weil ich das ein bisschen näher zu mir herholen muss, damit das einigermaßen schön wird. Und dann da unten bei der Hilfsfalte, je nachdem wie flach oder steil man den Kopf und den Schwanz haben möchte, kann man sich das dann einrichten und dann einfach da unten fest falten. Und dann Dann auf der anderen bleibt Seite so. auch, oder? Genau. Dasselbe auf der anderen Seite. Deswegen habe ich gemeint, vielleicht ein bisschen Platz lassen, weil da jetzt zum Beispiel sieht man es vielleicht nicht ganz so gut, aber da genau in der Mitte versperrt sich das Papier irgendwie gegenseitig den Platz. Deswegen auch von vorhin der Tipp nochmal, vielleicht ganz minimal Platz noch lassen, weil sonst hat man genau dieses Problem. Und das sorgt dann nur dafür, dass die Figur einfach nicht so schön wird. Was ist das? Ah! Das ist doch scheiße. So, jetzt haben wir es gleich. Ich mache es meistens immer so, die schönere Seite oder die schierere Seite, je nachdem. Ich glaube in dem Fall bei mir die schierere Seite, in dem Fall die hier, mache ich zum Kopf. Ja. Und für den Kopf einfach nur wieder vielleicht hier aufmachen, Kopf runter und dann da ein bisschen eindrücken. Ich hab's geschafft! Leute, ich hab's geschafft! Ja genau, und du hast schon die Flügel vorgemacht. Ja. Ist auch nicht so wild. Noch die Flügel. Auf beiden Seiten. So. Und dann wären wir fertig. Wie gesagt, perfekt habe ich es jetzt auch nicht erwischt. Ich kann es auf jeden Fall besser, das stimmt. Ich sehe, du verstehst meinen Gedankengang. Gut, damit sind wir durch. Hier sieht man nochmal unsere beiden Kunstwerke, wenn man es einigermaßen gut erkennen kann. Der rosane ist meiner, der blaue ist nicht meiner, wie man an der Schönheit erkennt. Neben mir werden gerade schon die nächsten beiden Papiere rausgeraschelt. Und ich habe ja auch schon ein Vorzeigeexemplar von dem, was wir als nächstes falten. Das ist sogar eins von den Origami-Sachen, auf die ich recht stolz bin. Ein Frosch, der kann hüpfen. Aber ich kann das nicht. Komm hüpf. Nochmal ein bisschen näher dran. Ja, genau. Das wird dann die nächste Episode von Origami mit meinem Bruder. Genau. Ahoi.